Mit Musik kann man kein Geld verdienen und vor allem nicht mit klassischer Musik. Wenn dein Hobby auch Musik ist und du dir vorstellen kannst, daraus deinen Beruf zu machen, dann hast du so einen Satz vielleicht schon mal gehört. Aber stimmt das denn auch wirklich? Ich meine, wie viel kann man mit klassischer Musik verdienen und wie sieht der Weg dahin aus? Ich bin Richie und ich habe mir heute Anik eingeladen. Hallo. Hi. Und sie kann uns ganz viel darüber erzählen, wie so eine Karriere aussehen kann. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Seitdem du Kind bist, wusstest du, dass du Solopianistin werden möchtest. Und jetzt bist du 27 und spielst vor Tausenden von Leuten Pianokonzerte und hast sogar 200.000 Abonnenten auf YouTube, die du jede Woche begeistern kannst. What's up, guys? Welcome back to my channel. I'm Anik. Wie kommt man denn in so eine Position? Ja, es gibt natürlich mehrere Etappen, die man durchläuft. Zum einen die akademische Laufbahn, ganz einfach gesprochen, Abitur, direkt danach dann das Musikstudium, Bachelor, Master, mittlerweile Konzertexamen. Also im Prinzip die höchste Ausbildung, die man als klassischer Musiker machen kann. Doktorin der Musik sozusagen. Ja, nur ohne den Titel. Und dann gibt es natürlich, abgesehen von diesem akademischen, noch ganz andere Etappen, die man durchläuft, eben überhaupt erstmal zum Instrument zu kommen und dann die verschiedenen Lehrerwechsel, die für mich alle entscheidend und wichtig waren, um überhaupt so weit zu kommen. Welcher dieser Stationen war in deiner Ausbildung für dich jetzt am herausragendsten, am entscheidendsten? Verschiedene. Ganz klar war, als ich so 7, 8 Jahre alt war für mich, dass ich das eben als Beruf irgendwann machen möchte, ohne genau zu wissen, wie sieht dieser Beruf überhaupt aus. Es war einfach nur für mich die Entscheidung, hey, ich möchte das den Rest meines Lebens irgendwie machen und am besten auch davon leben können. Dann mit 13, 14 ungefähr wusste ich überhaupt erst, dass man das auch studieren kann. Dann, ich würde sagen, nach meinem Master die Entscheidung, dass ich noch ins Konzertexamen gehe und versuche, so tief wie möglich ins künstlerische Leben einzusteigen damit. Wow, du wusstest, als du 7 oder 8 Jahre alt warst, was du mit deinem Leben anfangen möchtest. Wie sieht denn dein Alltag dann aus, wenn du als Kind in der Schule bist im Vergleich zu den Leuten, die nur irgendwie spielen wollen? Weil du musst ja enorm viel Zeit investieren, dass du jetzt da sein kannst, wo du heute bist. Ja, im Prinzip kommt man von der Schule nach Hause, man isst kurz was und dann geht es direkt ans Klavier. Als ich noch jünger war, waren das vielleicht 2 bis 3 Stunden. Je älter man wird, desto mehr übt man auch, also bis zu 5, 6 Stunden. Ein Wochenende gibt es eigentlich gar nicht wirklich, weil entweder man ist nur am Üben oder man hat am Wochenende Konzert. Und da muss man sehr diszipliniert sein. Das eben vor allem, weil man eben auch auf Wettbewerbe geht, unter anderem und vor allem eigentlich Jugend musiziert. Das kam alle 3 Jahre immer wieder, der Solo-Wettbewerb. Und da habe ich eben auch mehrere Male den Bundeswettbewerb gewonnen. Wow. Jetzt ist gerade das Stichwort Jugend musiziert gefallen. Was hat es damit auf sich? Jugend musiziert ist einer der größten oder vielleicht sogar der größte Jugendwettbewerb in der Musik in Deutschland. Baut sich auf über mehrere Etappen. Der Regionalwettbewerb, Landeswettbewerb, Bundeswettbewerb wiederholt sich eben alle 3 Jahre mit einer bestimmten Kategorie, in meinem Fall Klavier-Solo. Aber es gibt ganz viele Kategorien, also für jedes Instrument, für jedes Ensemble und so weiter. Da hast du ein bisschen Geld verdienen können, wenn du diesen Contest, also diesen Wettbewerb Jugend musiziert gewonnen hast. Bei einem richtigen Konzert kriegst du ja auch Geld dafür, dass du es machst. Wie viel bekommt man denn für so ein Konzert in deinem Rahmen? Das kommt immer drauf an, auf welchem Level man spielt und ist natürlich auch abhängig von deinem Marktwert. Je nachdem, wie berühmt du bist, wie bekannt du bist, bekommst du auch mehr. Das Geldverdienen mit Konzerten fängt natürlich auch schon viel, viel früher an. Also noch vor meinem Studium habe ich für Auftritte Geld bekommen. Das fing bei 50 € an bis vielleicht 200 bis 300 €. Dann während dem Bachelor waren das vielleicht bis zu 500 €. Während dem Master dann bis zu 800 €, manchmal auch ein bisschen mehr. Und nach dem Konzertexamen bin ich jetzt beim unteren bis mittleren 4-stelligen Bereich. Wenn du jetzt keine Konzerte spielst, wie kann ich denn sonst als klassischer Musiker oder klassische Musikerin finanziell stabil leben? Die meisten gehen dann in die Pädagogik. Also entweder lassen sie sich fest anstellen an einer Musikschule. Da kann man ja mit ganz vielen Instrumenten dann hin. Oder auch eben fest anstellen in einem Orchester. Das kann nur ich eben als Pianistin nicht gerade machen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, freiberuflich zu unterrichten. Da hast du auch schon Erfahrungen mitgemacht? Also ich unterrichte ein bisschen, vor allem aber online. Aber habe auch vor, vielleicht dann in der Zukunft irgendwann wieder an die Uni zu gehen und dort zu unterrichten. Ich freue mich erstmal mega zu hören, dass man tatsächlich als klassische Musikerin oder Musiker davon leben kann, weil unterer 4-stelliger Bereich. Klingt erstmal gut. Lasst gerne mal ein Like da, wenn ihr auch denkt, dass das schon mal eine überraschend gute Summe ist. Wie viele Online-Stunden gibst du denn so im Monat und wie viel bekommst du dafür? Ich nehme pro 60-Minuten-Stunde 100 € und im Monat unterrichte ich 10 bis 15 Mal, weil ich es relativ niedrig und exklusiv halten möchte. Es gibt übrigens ein Dokument vom Tonkünstlerverband über Honorarstandards, wo man einsehen kann, wie viel man für Konzerte, Unterricht oder anderes
bekommen können. Das gilt zwar vor allem für Baden-Württemberg, aber ihr könnt es auf jeden Fall zur Orientierung nutzen. Das Dokument haben wir euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Braucht man denn jetzt als Notfallplan ein zweites Standbein? Plan B, Plan C oder ist das eine zuverlässige Sache? Ich habe auf jeden Fall einen Plan B. Ich habe während meines Musikstudiums noch Wirtschaftsinformatik studiert, bis zu einem Bachelor. Und dadurch kam tatsächlich die Idee auf Social Media, was jetzt im Prinzip auch mein zweites Standbein oder eigentlich alles Plan A ist, wenn man so will. Ich kenne aber auch ganz viele, die eben nicht genug verdient haben in der klassischen Musik und deswegen dann auch damit aufgehört haben und jetzt was ganz anderes machen. Ich kann mir das auch sehr, sehr schwer vorstellen. Vor allem darf man ja nicht vergessen, es gibt nach wie vor Einnahmen, die man braucht, aber auch einen Haufen Ausgaben als klassische Musikerin. Was kommt denn da auf dich drauf zu an Ausgaben? Für jeden Musiker ist ja klar, das erste ist das Instrument. In meinem Fall ist es ein großer Flügel, der ist zum Glück gesponsert. Der hat einen Wert von etwa 50.000 €. Dazu kommen natürlich die ganzen Wartungen. Empfohlen wird für Leute, die wenig spielen, etwa 1- bis 2-mal im Jahr stimmen und überarbeiten zu lassen. In meinem Fall brauche ich jeden Monat oder alle 2 Monate jemanden und allein die Wartung kostet auch zwischen 200 bis 300 €. Und dann kommen noch Noten, Abendkleidung, also Konzertkleidung und Klavierunterricht, ganz einfach dazu. Du nimmst selbst auch noch Klavierunterricht? Im Moment nicht mehr. Ich habe gerade erst mein Studium abgeschlossen, aber ich würde auch in Zukunft immer noch darauf zugreifen, falls ich irgendwie doch mal Feedback brauche von meinem Ex-Professor. Das klingt auch ein bisschen danach, dass du viel beeinflusst wurdest während der Studienzeit. Wie wichtig ist denn da das Verhältnis zu den Dozenten und haben die dir maßgebend auch irgendwie was mit an die Hand gegeben für deine zukünftige Ausrichtung? Also auf jeden Fall arbeitet man extrem eng zusammen. Man hat jede Woche oder alle paar Wochen Einzelunterricht mit demjenigen. Man lernt sich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr gut kennen. Und er ist eigentlich nicht nur eben dein Prof, sondern er ist auch dein Mentor und Tutor und ja, führt dich eigentlich durch alle möglichen Lebenslagen, die du eben mal durchläufst während dem Studium. Wie wichtig ist es für dich, auch als Einnahmequelle vielleicht, dass du auf Social Media für die Leute da bist? Auf jeden Fall sehr wichtig, weil das ja mein Vertriebskanal im Prinzip ist. Durch Social Media kann ich Werbung machen für die Konzerte, dass die Leute überhaupt kommen, sich ein Ticket kaufen. Jetzt demnächst dann auch für die CD, damit sie sich überhaupt die CD anhören. Dann natürlich kann man auch direkt über Social Media Geld verdienen, über Google Ads zum Beispiel oder eben über Kooperation. Dementsprechend ist Social Media auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Jetzt ist die CD, die du gerade angesprochen hast, irgendwie ganz interessant, weil was spielt die Community da für eine Rolle? So eine CD ist natürlich nicht ganz günstig. Ungefähr kann man sagen, dass die komplette Produktion im Studio etwa 5.000 € kosten wird. Die muss man auch erstmal zusammenkriegen und vor allem muss man die auch erstmal wieder reinkriegen. Und da man ja heute gar nicht mehr so viel durch den CD-Verkauf bekommt und auch die Streams jetzt nicht unbedingt so viel einbringen, habe ich das eben über ein Crowdfunding gemacht, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich gar nicht das Geld wieder reinkriege, was ich ausgebe, dann kann die Community vielleicht helfen. Also du hast einen YouTube-Kanal, du bist präsent auf Instagram oder wahrscheinlich sogar noch anderen Plattformen. Wie sieht denn dein Alltag als Musikerin aus? Ich stehe morgens auf, irgendwann zwischen 7 und 8 Uhr. Dann gibt es erstmal was zu essen und dann ab 9 bis 12, 13 Uhr wird geübt. Dann erstmal eine Mittagspause. Meine Nachbarn müssen ja auch noch irgendwie mal Ruhe haben. Und dann ab 3 geht es weiter ans Klavier bis 7. Danach wird geschnitten, weil die ganze Zeit die Kamera mitläuft. Als Spätschicht sozusagen. Genau. Abgefahren. Und das machst du Montag bis Freitag? Ja, Montag bis Sonntag. Immer an den Tasten, egal ob irgendwie am Klavier oder am Computer. Weißt du jetzt schon, was du in den nächsten 20 Jahren machen möchtest? Klavier spielen. Es bleibt dabei. Also Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass je älter man wird, und gerade das Klavier ist natürlich ein Instrument, das sich dafür eignet, desto besser wird man. Und es ist einfach spannend, das zu verfolgen und zu schauen, okay, wo führt mich das Ganze hin in 30 Jahren oder so. Was würdest du jungen Leuten empfehlen, die jetzt genau das Gleiche machen wollen wie du? Diese Begeisterung beizubehalten, aber auch in der Realität zu bleiben und zu schauen, dass man eben noch irgendwie einen Plan B hat oder zumindest einen Schulabschluss. Ich kenne auch ganz viele Leute, die ohne Schulabschluss nämlich Musik studieren, das geht. Aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Was für eine Ausbildung, denkst du, wäre denn wichtig für eine junge Person, die sich mit Musik generell professionell weiterentwickeln möchte? Also ein Musikstudium kann man auf jeden Fall empfehlen, auch wenn das nicht unbedingt ein Muss ist und auch keine Garantie dafür, dass man darin Karriere machen kann. So ein Musikstudium ist was extrem Luxuriöses, weil man eben so viel Einzelunterricht bekommt. Jetzt ist interessant, was kann ich denn davor machen, während ich noch in der Schulzeit bin? Also neben viel Üben natürlich auch an vielen Wettbewerben teilzunehmen und in Deutschland vor allem bei Jugend musiziert mitzumachen. Durch diesen Wettbewerb Jugend musiziert wird man eben auch automatisch gefördert durch die Sparkassen, die sehr, sehr viel Unterstützung bieten. Zum einen eben
ja, durch eine finanzielle Unterstützung oder zum anderen ganz Besonderes eben auch durch Konzerte. Durch diese Events lernt man ja auch sicherlich einen Haufen Leute kennen. Stichwort Networking. Wie wichtig ist das in diesem Universum? Super wichtig. Also je mehr Leute du kennst, desto besser und vor allem einfach dranbleiben, immer das Kärtchen mitnehmen und einfach verteilen. Anik, vielen Dank, dass du uns diese tollen Insights gegeben hast. Voll gerne. Wenn du jetzt wissen willst, wie du dir das Musikstudium finanzieren kannst, dann schau mal in diesem Video hier vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus. Peace.